Go-Range soll niedriger sein, wenn du viel höher bist als die Mobs. Ja. Ja, es ist halt wie so oft, wenn du höher bist als die Monster, ändert sich eigentlich erstmal gar nichts. Also es ist wie so oft in Flive. Wenn du höher bist als die Monster, was ändert sich? Also bei einem Level höher. Du kriegst ein kleines bisschen weniger XP, also eine ganz kleine XP-Penalty, die aber je nachdem nicht wirklich entscheidend ist. Wenn du keinen besseren Spot hast, wo du leveln kannst mit einer besseren oder gleichen Mobdichte oder Killtime, ist das jetzt erstmal noch nicht so ausschlaggebend, also wenn es wirklich nur ein Level ist. Droprate bleibt gleich. Und was ist das, was sich wirklich vehement ändert oder was wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist? Es ist der 1v1 Damage natürlich. Der Crit Damage Multiplier erhöht sich. Und zwar drastisch. Also dein DPS mit einem Crit Damage basierten Charakter steigt enorm. Alles andere bleibt entweder gleich, also der Schaden, den du bekommst, ist basically der gleiche. Der normale Damage, den du machst, also Skills und Magie-Damage, ist der gleiche. XP fast gleich, Drops gleich. Das heißt, die einzigen, die davon profitieren, das ist so ein Relikt aus Flive-PC-Zeiten, sind Crit-Damage-Dealer und das heißt allen voran natürlich der Blade. Also je höher dein Schaden, desto krasser profitierst du davon, logischerweise. Prozentual kriegen alle das gleiche, aber der mit dem höchsten Schaden kriegt den höchsten totalen, in totalen Zahlen gerechnet oder in totalen Zahlen gesehenen Buff. Das ist so ein Schwachsinn, ich hasse das so sehr. Weil das ist wirklich, das ist einfach nur, warum ist das so? Entweder sollte keiner einen Buff bekommen, oder alle, und dass du nicht instant weniger Damage bekommst, okay. Also dass du jetzt nicht auf einen Schlag irgendwie minus 50% Schaden bekommst, das wäre natürlich zu krass. Aber mit jedem Level, wo du über den Mobs bist, müsste der Damage Minimum um 5% sinken. So dass wenn du schon... Und ich meine, selbst das ist ziemlich wenig. Ich meine, dann bist du 10 Level über den Monstern und dann machen sie dir noch halb so viel Schaden. Das ist immer noch viel zu viel eigentlich. Also es sollte vielleicht mit 5% anfangen und dann vielleicht sogar immer plus 5. Also 5 plus 5 quasi. Das heißt dann bei 2 Level drüber nicht 10, sondern 15 und so weiter. Also immer plus 10. Also einmal plus 5 und dann immer plus 10, basically. Irgendwie so. Weil es ist einfach Schwachsinn. Also ich sehe nicht ein... Also ich meine, jetzt ist es egal, weil ich bin 174. Aber wie gesagt, wenn ich 185 bin, reichen immer noch 5 Canonicus, um mich zu one-shotten. Also es ist kein One-Shot, aber die Hits kommen so schnell, es fühlt sich an wie ein One-Shot. Wie ein Burst. Du wirst geburstet. Innerhalb von einer halben Sekunde wirst du weggeburstet von 5 Auto-Attacks. Ranged Auto-Attacks, wenn die dich treffen. Aber das sehe ich irgendwie nicht ein, weil das also in den allermeisten Games wäre das definitiv nicht so, dass Monster, die so viel niedriger sind als du, dir immer noch so viel Schaden machen. Das regt mich so auf. Auch wenn es jetzt noch nicht relevant ist. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht 180 plus. Wobei mein anderer Elle, der ist 177. Das heißt, der ist zumindest schon 3 Level höher. Aber es ist genau das gleiche. Der kriegt genau den gleichen Schaden. Der kriegt vielleicht 100 Schaden weniger, wenn es hochkommt. Und das war's. Also der platzt genauso mit 5 Auto-Attacks. Aber ich finde, wenn du 3 Level höher bist, soll es auf jeden Fall schon mal zumindest Minimum 15% weniger Schaden sein. Und wenn die Monster dir 5.000 bis 7.000 machen, wäre das gar nicht mal so unerheblich. Dann könntest du locker einen Hit weiter tanken, beziehungsweise wenn halt ein Block, kein Crit, whatever, je nach Konstellation. Aber in den meisten Fällen dürfte es dafür sorgen, dass du eher nochmal einen Hit mehr überlebst. Und dann machst du nochmal 3 Level, dann überlebst du nochmal 1, 2 Hits mehr. Whatever. Aber nee. Kriegst so lange auf die Fresse, bis du noch ein Level-Up machst und dann kriegst du plötzlich überhaupt keinen Schaden mehr. Ja, bei den Small Hundos auch so, da bin ich mit 175 noch gestorben. Mit Grindboy, als ich mal nicht aufgepasst habe oder Avalanche gefettfingert habe oder whatever. Bin ich innerhalb von einer halben Sekunde geplatzt, tot, ein Level-Up gemacht und plötzlich bin ich unsterblich.
was ist das für ein dummer Scheiß einfach? Also es ist... Also 14 Level höher ist die Monster unsterblich. 13 Level, kein Unterschied gefühlt. Also schon ein Unterschied. Ab 12 ist es, glaube ich, wo du erheblich viel weniger Schaden bekommst. Und ab 14 quasi gar keinen mehr. Aber warum muss das so viel sein? Warum nicht schon bei 5 Leveln, 7, 9? Also es ist einfach Schwachsinn. Bei normalen Monstern, wie gesagt. Bei Giants und Bossen und so, da sollte es natürlich nicht so sein. Ist ja selbst erklärend, dass es da nicht so sein sollte. Aber bei normalen Monstern schon. Ist ja auch so, ist mir auch früher oft passiert, ich habe meine M irgendwo stehen lassen. Wenn der ein bisschen höher ist im Level und du lässt den irgendwo stehen, hast ihn vergessen, zum Beispiel wenn du questest. Klassisches Beispiel, du überlevelst ein bisschen, du lässt irgendeine Questreihe aus, zum Beispiel Dekans Mine oder so, und dann vergisst du deine M. Ja, du hast eine Pizza in den Ofen geschoben oder was weiß ich was, bist mal 10 Minuten AFK oder so, lässt deine M, sagen wir Dekans Mine, lässt ihn da rumstehen, der ist Level 95, 100, also gut über den Monstern, über den meisten, lässt ihn irgendwo stehen. Und ich meine, da muss doch nicht mal 10 Minuten weg sein, da reichen schon 1 Minute wahrscheinlich. Der ist tot. Also, das ist echt nervig. Na gut, Dekans Mine, die meisten Monster sind tatsächlich über Level 90, also sagen wir Level 100. Selbst dann, der ist tot. Und wie gesagt, da reicht schon 1 Minute. Wenn Argo den sieht, der ist 5 Hits und der ist tot. Wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar weniger. Na, ich finde das so bescheuert. Das regt mich einfach nur total auf. Bei Fly PC war es auch schon nervig, wenn du dich mit dem High-Level der M supportet hast. Aber der war halt nicht ultra High-Level, sondern einfach nur höher. Hat auch keinen Unterschied gemacht. Also wenn der mit, keine Ahnung, 130 bei 120, 25er Monstern ist, ist kein Unterschied. Der wird genauso gewone-shottet, wenn da ein Crit kommt oder wenn 2 Argos den zeitgleich angreifen. Keine Chance, er ist so oder so tot. Ob der da 5 oder 10 Level höher ist, das juckt die Monster nicht. Die töten den einfach trotzdem. Fast genauso, als wäre auf dem gleichen Level oder gar niedriger. Also schon echt bescheuert. Ohne Sinn und Verstand. Und in Kylo nervt es halt umso mehr, weil die Monster eh schon so stark sind. Und hier wäre halt eine Schadensreduzierung echt gerne gesehen. Also hier, ich kann es ja zeigen. Ich bin jetzt hier 12 Level höher. Ah ja, genau. Ich muss danach noch auf den niedrigsten Elementor. Also hier ist es jetzt so, ich bin 12 Level höher und kriege aber immer noch 1000 Damage und ich habe sogar Blitz plus 10 auf der Suit. Blitz plus 10 erhöht meine Resistenz gegen Blitz. Ich habe 8% Blitzverteidigung oder, naja, die Stats hier sind immer ein bisschen weird. Aber ich habe Blitz auf der Suit, das heißt, die machen mir eigentlich sogar noch mehr Schaden. Gut, das ist nicht sehr viel mehr. Und ich bin 12 Level höher. Die machen mir immer noch 1000 Damage mit einem normalen Hit. Das heißt, so 10, 15 Monster würden schon reichen, um mich zu killen. Wenn ich ganz kurz stehen bleibe oder nicht angreife. Zum Beispiel bei einem Disconnect. Obwohl ich 12 Level höher bin. Und das ist schon heftig reduziert, weil mein anderer Elementor, ich bin mir nicht sicher, welches Level der gerade ist, 172 oder 73, ich glaube 73, können wir dann nachher gucken. Aber der wird wahrscheinlich 1500 bis 2000 Damage noch kriegen. Und wenn er 10 Level höher wäre, würde er wahrscheinlich noch 3000 Hit kriegen. Das ist so bescheuert. Das müssten sie meiner Meinung nach wirklich mal anpassen.